Kommt mit auf unsere finale Etappe. Schön hier, ne? Taucht ein ins Hüttenleben. Jetzt ist Hochsaison, jetzt sind wir jeden Tag voll. Hinter die Kulissen in über 2000 Meter Höhe. Es ist nicht so wie im Tal, die Leute sind auch anders. Folgt uns quer durch die Tuxer Alpen. Wir sind angekommen auf der Lietzumer Hütte. Nach über 8 Stunden Fußmarsch sind wir durch. Für das Hüttenteam geht die Arbeit dagegen erst richtig los. Also, es fehlt noch die Gruppe hier. Und die Familie fehlt noch. Ansonsten sind alle da. Es ist natürlich immer praktisch, wenn alle relativ pünktlich da sind, dass man halt dass halt einfach jeder ankommen kann in Ruhe, oder? Jeder will sich nochmal frisch machen, will kurz mal ankommen, einmal durchschnaufen. Das ist Tobias, einer der beiden Hüttenwirte und quasi verantwortlich für ein gutes Ankommen. Made it? Yes, Yes. great. It was a very long day. Yes, it was very long day. Aber Tobi ist auch Orga-Talent, Netzwerker, Weltenbummler. Irgendwann entdeckte er dann das Hüttenleben für sich. Jobbte erst auf Hütten, bis er selbst Hüttenwirt wurde. Jetzt ist die Welt zu Gast bei ihm. Könnt ihr auch sagen, ich übernehme eine Gaststätte oder mache mir einen Café im Tal irgendwo auf. Warum ausgerechnet eine Hütte? Es ist eben nicht so wie im Tal, dass man da einfach aus der Türe rausgeht und dann ist man quasi in der Stadt, sondern man geht raus und ist mitten in der Natur, mitten in den Bergen und ja, die Leute sind auch anders. Sind die Wanderer, Weitwanderer und ja, immer wieder freut man sich einfach, die Gäste auch kennenzulernen und schauen, wer steckt hinter dem Namen, der reserviert hat. Genau, bringt er die Geschichte mit. Gestern war jemand da, der läuft von Nürnberg nach Rom. Ja, das ist dann auch wieder was Spezielles, was Besonderes. Für das leibliche Wohl ist Lukas am Start, auch Hüttenwirt. Gemeinsam schmeißen er und Tobi die Hütte seit 2019. Sommer wie Winter. Heute ist volles Haus zum Abendessen. Feste Essenszeiten gehören zum Hüttenrhythmus dazu. Für das Team geht es hin und her im Akkord. Viele Gäste haben 3 Gänge bestellt. Dankeschön. Lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Mahlzeit. Zwischendrin Multitasking. Ein Hüttenschlafsack brauchst du, ja? Naja, der eine ist halt ein bisschen schwerer und ein bisschen wärmer und der andere ist ein bisschen leichter. Super. Danke dir. Bitte. Spätestens jetzt ist klar, warum es auf Hütten einigermaßen verbindliche Ankunftszeiten gibt. Denn jede Hand wird jetzt gebraucht. Darf ich auch mal Mithilfe bitten? Gewohntes Spiel. Und jeder Handgriff sitzt, auch in der Küche. Wie viele Gerichte sind das, die ihr jetzt rausbringen müsst? 75 ungefähr. 2x8, einmal 12. Das ist jetzt halt jetzt ist Hochsaison, jetzt sind wir jeden Tag voll. Deshalb haben wir schon was zu tun dann. 3 Gänge müssen innerhalb rund einer Stunde raus. Für 80 Gäste, jeden Tag an 7 Tagen pro Woche. Es ist ja eigentlich mehr als ein Job, oder? Also ihr seid ja 24/7 und das den ganzen Sommer und dann auch den Winter hier. Natürlich ist es mehr wie ein Job, wir arbeiten hier, wir leben aber auch hier, wir haben auch hier ein großes Team hier. Da muss es zwischenmenschlich passen. Da muss es zwischenmenschlich passen, genau. Klar, eben, wenn natürlich hier große Gruppen ankommen und wenn die Hütte voll ist mit 80 Personen, ja, dann muss man natürlich, dann gibt es Stresssituationen und da muss man natürlich auch wissen, was der andere macht und dass man da harmoniert, genau. Es ist halt also eine Art WG, so beschreiben wir es halt auch immer und das ist halt ganz wichtig, dass man es halt den Leuten auch klar macht, wenn sie sich auf einen Job bewerben, auf was sie sich einlassen. Bei mal 6 komme ich mit. Ja, das bist du. Wie das sagen? Ja? Genau. Guten Appetit. Dankeschön. Mahlzeit, lasst euch schmecken. Und noch etwas gehört zu einem Hüttenabend dazu. Die Toureninfos zum Nachtisch. Denn in den Bergen ist das mit dem Wetter so eine Sache, Winter wie Sommer. Also auch für viele
inzwischen auch gar nicht mehr so ein Begriff ist Schnee. Gell? Wenn man Mitte Juni hier ankommt und ich sage mal, unten im Tal ist eigentlich, sind vielleicht noch 2 Wochen ist irgendwo Schnee und dann kommst du Mitte Juni, wo da vielleicht unten schon 30 Grad sind im Tal und dann sagt man hier, ja, oben liegen 2 Meter Schnee. Der Weg ist eher schwierig oder ist gar nicht zu begehen. Das ist natürlich immer eine besondere Situation und da muss man einfach auf die Leute zugehen und ihnen ein bisschen erklären, was geht nicht, was macht Sinn. Schnee, oberhalb der Lietzumer Hütte, mitten im Sommer. Wer sich erinnert, das hatten auch wir auf unserer Alpenüberquerung. Das erste Mal Schnee auf unserer Tour. Ende Juli Schnee. Und genau diese Etappe steht den München-Venedig-Gehern an diesem Tisch bevor. Morgen wollen sie gleich mehrere Jocher passieren. Ja, gibt es von eurer Seite aus Fragen zur morgigen Tour, zur morgigen Etappe? Wird irgendwo beschossen. Wird irgendwo geschossen? Ja, morgen wird nicht geschossen, von dem her könnt ihr komplett konfliktfrei über alle Berge wandern. Wetter wird auch gut, oder? Ja, Wetter ist ja, sehr, sehr fein, gell? Da habt ihr jetzt sehr, sehr viel Glück. Ja. Trotz alledem halt immer ganz, ganz wichtig, der Wetterbericht ist nicht immer das, was dann tatsächlich eintrifft. Einfach, wenn ihr dann oben seid am Geierjoch oder am Geier, einfach auch nochmal schauen, wie sich die Wolken entwickeln oder entwickelt haben. Wir gehen morgen Richtung Tuxer Joch aus und hoffen natürlich, dass wir fit sind, aber heute war es sehr anstrengend. Aber morgen, denke ich, wenn wir es ausgeschlafen haben wollen, dann geht es wieder gut weiter. Das ist jetzt so quasi die tote Zeit, oder? Die Wanderer wandern und wir müssen uns natürlich vorbereiten, dass wenn die Wanderer wieder zurückkommen, dass wir dann quasi alles hergerichtet haben und dass wir dann den Service bieten können, den wir anbieten wollen. Das heißt halt eben in der Küche vorbereiten. Da geht es beim Salat los. Dann muss man schauen, haben wir genügend Fleisch da. Eben die Knödel müssen gedreht werden und so weiter. Dann müssen wir sauber machen. Die Hütte muss einmal quasi durchgereinigt werden. Die Zimmer oben haben wir zu reinigen. Fast 80 Betten müssen kontrolliert werden, in den Mehrbettzimmern und im Lager. Und genau, dann ist quasi wieder alles hergerichtet, bis es dann mittags wieder losgeht und dann wieder die nächsten Wanderer wieder kommen. Die Lietzumer Hütte ist Stützpunkt für zahlreiche Weitwanderwege. Neben dem Inntaler Höhenweg und dem Traumpfad München-Venedig kreuzen hier auch die Via Alpina und der Zentralalpenweg. Menschen mit ganz unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Zielen geben sich hier Tag für Tag die Klinke in die Hand. Es ist einfach, man versucht die Leute einfach aufzunehmen. Eben auch selber viel rumgekommen, viele Kulturen und Länder bereist und einfach das ein bisschen wieder zurückgeben und die Leute einfach abholen, ein bisschen herzlich empfangen und dann ihnen eine möglichst schöne Zeit zu bereiten. Letzte Frage. Kannst du dir was anderes vorstellen, als Hüttenwirt zu sein? Stand jetzt. Stand jetzt, ja, solange es hier Spaß macht und solange man selber motiviert ist, solange das Team motiviert ist und solange es bei den Gästen ankommt, glaube ich, solange ist man gerne hier oben. Ja, ja. So gemütlich es auf der Lietzumer ist, auch für uns,
wird es langsam wieder Zeit zu gehen. Okay. Ich wünsche euch alles Gute. Danke. Wollen wir rausgehen? Ja, Verabschiedung? Genau, das draußen. Hat uns wieder gefreut. Und wie im letzten Jahr wunderschön gewesen wieder. Das ist die Hauptsache, dass es euch gefallen hat. Schönes Wetter habt ihr heute. Ja, Genießt es. Hammer. Alles Machen Gute. wir. Gut. Ciao, ciao. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Weiter geht es für uns auf dem Inntaler Höhenweg. Zur Weidener Hütte. Etwas mehr als 13 Kilometer mit 710 Metern im Aufstieg und 920 Metern im Abstieg liegen vor uns. Haben wir gut geschlafen? Ja. Ja, ich war noch ein bisschen irgendwie aufgeregt. Deshalb etwas spät in den Schlaf gefunden. Aber jetzt, da die Etappe heute entspannt wird, ist, glaube ich, nicht so schlimm. Die Zirbe wird wieder unsere Begleiterin. Aus ihren Zapfen wird übrigens der allseits beliebte Zirpenschnaps hergestellt. Bis zum Genuss ist es ein weiter Weg. Denn erst nach ca. 50 Jahren blüht der Baum und reife Samen gibt es nur alle 6 bis 10 Jahre. Heute kennt der Weg erst einmal nur eine Richtung, nämlich nach oben. Zunächst über sanfte Wiesen. Schön hier, ne? Zugegeben, meine Beine sind heute schwer wie Blei. Die gestrige Etappe, die Filmerei, wenig Schlaf. Es war vielleicht ein bisschen viel. Ein Glück machen wir heute viele Pausen. Die Seven Tuxer Summits sind schon hinter dem letzten Gebirgszug verschwunden. Ein paar wenige Gipfel entdecken wir dann doch noch, oben am Grafensjoch. Und wie ging es bis heute, bis hier? Prinzipiell war es schon okay. Also es ging gut, aber man merkt, der gestrige Tag war ganz schön hart. Aber es waren total schöne Aussichten auch nochmal auf die Seven Summits, die wir gestern gegangen sind, aufs gegenüberliegende Tal. Man konnte auch nochmal einen Blick auf den Hintertuxer Gletscher erhaschen. Und es ging ganz sanft immer einen Höhenweg lang bis auf das letzte Stück. Das war jetzt nochmal steil. Und jetzt geht es vor allem runter. Haben wir noch gut 2 Stunden laut Wegweiser. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Gestern waren die Zeiten so... Plus minus eine Stunde. Plus minus eine Stunde. Also für schnelle Geher sicherlich machbar. Für uns so mit der Filmerei schwierig. Super. Irgendwie beeindruckend, wie sich die Landschaft immer wieder verändert. Unter uns erstreckt sich das Werbachtal. Und zum ersten Mal begegnen wir heute anderen Wanderern. Ansonsten ist es still.
Auch wir reden heute kaum miteinander. Aber das ist vollkommen okay. Welche Höhenwege könnt ihr eigentlich noch empfehlen? Kommentiert das gern mal unter dem Video, würde mich echt interessieren. Noch einmal geht es durch Nadelwald. Natürlich nicht ganz ohne Hindernis. Heppa, Julia! Dann sehen wir endlich die Weidener Hütte. Das ist irgendwie die letzten paar Meter jetzt, die waren echt übelst zäh. Aber wir haben jetzt gleich die Weidener Hütte erreicht und freuen uns auf einen Radler. Für uns war das vorerst der letzte Urlaubstag. Die letzte Etappe auf dem Inntaler Höhenweg. Drei weitere Etappen fehlen uns noch. Aber wir kommen wieder. Ganz bestimmt.